Ja, grüß Gott, liebe Landsleute, heute wieder mal aus Oberbayern mit einem klassisch bayerischen Oldtimer, ein BMW 503 Coupé. Das ist was absolut Seltenes. Es sind von dem Auto nur insgesamt 400 Fahrzeuge gebaut worden. Von der ersten Serie vom Coupé sogar nur 136. Und damals war man angetreten, Daimler-Benz schlagen zu wollen. Denn ein Flügeltürer zu der Zeit, um das Jahr 1955, 56, kostete 500 Mark weniger als das Auto. Das heißt also, ein Flügeltürer, den gab es damals für 29.000 Mark und für 29.500 das 503 Coupé. Und das war wirklich das zeitlos Schönste. Das war auch das Beste von der Qualität. Alles aus Aluminium und weitere, ich sag mal, Extras, das zeigen wir euch gleich. Wir fahren jetzt mal bei schönstem Wetter heute in die bayerische Landschaft, weil da gehört er hin, weil hier ist er geboren. Ein wunderschönes 503 Coupé. Und das ist, ich habe schon viele von den Autos gehabt und verkauft. Ich versteige mich dazu sagen, ich glaube, das ist der beste, den wir bisher hatten. Das Auto ist 60 Jahre im Familienbesitz und was das jetzt bedeutet, zeigen wir euch jetzt. Ja, also ein BMW 503 Coupé ist immer wieder was Besonderes, weil absolut selten. Toll ist bei dem Auto damals, hat er damals Graf Görz entworfen, genauso wie ein BMW 507. Man wollte nach dem Krieg wieder in den 50er Jahren ganz vorne mitmischen. Daimler-Benz war ja eigentlich vor dem Krieg stärker als BMW, sehr viel stärker. Und diese Autos führen immer noch so ein bisschen Schattendasein, obwohl ein wirklich gutes Auto in jeder tollen Sammlung fehlt. Und es gibt ja viel mehr Sammlungen als so viele von den tollen Autos. Also die erste Serie erkennt man übrigens daran, dass er hier vorne Handschaltung hat. Also keine Mittelschaltung, sondern Lenkradschaltung. Da ist das Getriebe, Schaltgetriebe unterm Fahrersitz. Und das Auto, und das ist eigentlich das Tolle bei dem Wagen, ich habe mir mal die Akte angeguckt, die ist ja sensationell, weil der Wagen ist bei der besten Adresse restauriert worden, und zwar in der Technik. Also es gibt da Belege von über 200.000 Euro. Das ist natürlich der Nachteil, wenn seinerzeit so ein Wagen dermaßen aufwendig restauriert wurde oder überhaupt gebaut wurde, dann ist eine Restaurierung entsprechend aufwendig und dementsprechend teuer. Und das ist auch der Grund, weshalb eine ganze Menge BMW 503 sich in einem durchschnittlich guten Zustand befinden, weil die Leute wussten, das ist so aufwendig und so teuer und das Geld bekomme ich beim Wiederverkauf nicht rein. Also ich sage mal, solche Autos, die werden heute hier gehandelt zwischen 150 und 300.000 Euro, je nach Zustand. Dann gibt es noch das Cabrio, auch nur 140 von gebaut, ganz, ganz seltenes Auto. Viele auch leider schlecht, gibt nur ganz, ganz wenig gute. Und von den wenig guten kann ich euch sagen, dass die bis zu 600.000 Euro schon gebracht haben. Und das geht normalerweise los bei durchschnittlichen Autos bei irgendwo 350.000, 370.000 Euro. Aber meistens muss man dann diese Autos vollständig restaurieren und das kostet die Ohren. Das kostet wirklich richtiges Geld. Und deswegen ist es wirklich was ganz Besonderes, ein Top-Auto zu finden. So, und das kann ich hier für das Auto hier wirklich sagen. Ich meine, es bleibt natürlich trotzdem ein Wagen, der ab 1955 gebaut wurde. Dieser hier 1956. Und damit ist das Auto mittlerweile fast 70 Jahre alt. Da kann natürlich immer was dran kaputt gehen, das ist klar. Aber hier können wir sagen, er ist mit Belegen in Deutschland wirklich ganz liebevoll en Detail perfekt gemacht worden. Und das merkt man hier auch beim Fahren. Also er fährt sich vorzüglich. Man muss aber bei solchen Autos immer mal ein bisschen warten, bis die schön warm gefahren sind. Ist immer hier ein 8-Zylinder-Motor mit 140 PS, 3,2 Litern Hubraum, verbraucht so drumherum 15 Liter. Das genehmigt er sich, aber dafür hat man ihn auch nicht. Aber wenn man in den 50er Jahren das Auto hier gefahren hat, da war man ja deutlich sportlicher dran als die vergleichbaren Mercedes-Modelle. Das war ja damals der 300S, das war so das Herrenfahrzeug und das hier war dann so ein luxuriöses Sportcoupé. Und BMW hat damit leider nicht so richtig Erfolg gehabt, wahrscheinlich auch deshalb nicht, weil er einfach zu teuer war. Und für das gleiche Geld gab es ja damals einen 300 SL Flügeltürer. Das war natürlich damals schon spektakulär und ein absolutes Highlight auch. Und das haben die Leute sich dann natürlich, würde man sagen, fast lieber gekauft, weil ein Flügeltürer ist in diesen 3 Jahren von 55 bis 57 1450 Mal gebaut worden. Das ist eine Zahl,
vor allen Dingen international. Und diese Autos hier, wie gesagt, 140 Stück, das ist nicht so viel, aber dadurch kann man heute sagen, man hat was wirklich Exklusives. Und die Exklusivität bei unserem Auto, die beginnt mal damit, dass der innen völlig original ist. Das heißt, der Wagen ist stets exzellent gepflegt worden, denn sonst hat man so ein tolles Leder. Schaut euch das mal an hier, das ist das erste Leder noch von 1956 in dem Wagen. Das ist auch wieder aufgepolstert worden, das kann man merken. Oh, das ist jetzt der 4. Gang, er hat auch Drehmoment, also er fährt auch im 4. gut an. Naja, was soll's. Ja, also ein herrlicher Reisewagen, man sitzt hier sehr gut drin. Hat eine sehr, sehr leichtgängige Lenkung. Die hat er übrigens deshalb, weil hier eine elektrische Servolenkung eingebaut wurde. Und es gibt ja heute viele Herrschaften, die sagen, wir wollen einfach wirklich genussvoll reisen, genussvoll Auto fahren. Und ich meine, das ist immer eine 8-Zylinder-Maschine, wenngleich es aus Aluminium besteht, aber ist trotzdem schwer. Aber er fährt sich federleicht, der Wagen, mit dieser Lenkung. Und wenn man sich sonst so anguckt, schaut euch mal dieses tolle Holzlenkrad an. Das ist das Originale mit dem originalen alten BMW-Logo noch von damals. Finde ich absolut schick. Naja, also jedenfalls, wenn man hier in diesem Wagen sitzt, das ist schon ein Stück weit richtig exklusiv, das spürt man. Vor allem das Schöne ist, der ist in einem guten Zustand, der riecht auch noch gut. Dann hat er hier diese herrlichen, schönen, im Detail perfekt gearbeiteten Ausstellfensterchen. Schaut euch das mal an. Kann man hier drehen, dann kommt das auch noch rein. Also finde ich total schön. Und dadurch, dass die Fenster hier alle 4 runtergefahren sind, zieht es auch überhaupt nicht. Der kann Mittelpfosten. Das ist das Tolle an einem Coupé. Und was bei unserem Auto dazu kommt, schaut mal nach oben, da ist ein Schiebedach. Man sieht den bayerischen Himmel. Blau-weiß, herrlich. Also wirklich ganz toll das Auto. Also wenn man das alles hat, Coupé-Fahrzeug mit Schiebedach, brauchst kein Cabrio mehr, das ist meine Meinung. Und bei solchen Autos kostet ein Cabrio ja bald oft das Doppelte. Aber es kommen also wirklich gute Autos, nur selten an den Markt und man muss bei den Autos aufpassen. Wenn der Wagen nicht perfekt restauriert ist oder so halb gut, ist das schwierig. Vorsicht, Vorsicht, weil eine Reparatur von sowas, das kann hier sehr, sehr teuer werden. Ja, laufen tut er gut. Schaut mal hier, der hat einen Tacho, der geht bis 240 Stundenkilometer. Das war natürlich sehr ambitioniert, denn tatsächlich ist er 190 Stundenkilometer schnell gewesen. Aber die ist man auch früher, glaube ich, relativ selten gefahren. Hat man erreicht mit 140 PS, was bedeutet gute Aerodynamik. Die hat das Auto auch. Hat eine sehr, sehr elegante, langgezogene Form. Der Wagen ist fast 5 Meter lang, wiegt 1,5 Tonnen oder fast 1,6 sogar. Ja, und das Schöne ist auch dieses Elfenbein-Lederrot, finde ich eine absolut schöne Farbe. Sieht einfach schick aus, das Auto. Dann haben wir hier vorne ein Drehzahlmesser, der geht so normalerweise nicht über 4.500. Hier steht zwar fast 6.000, aber ich sag mal, die 8-Zylinder-Maschinen, die sind nicht richtig hochgeschwindigkeitsfest. Also wenn ich mit dem Auto hier eine halbe Stunde Vollgas fahre, dann verabschiedet sich der Motor. Das sollte man nicht machen mit dem 503. Die Maschinen sind halt eben in der Zeit nicht vollgasfest gewesen, muss man einfach wissen. Aber wenn man die bis 130, 140 fährt, deswegen auch hier diese Markierung des Vorbesitzers bei 4.500 Umdrehungen, die sollte man einfach nicht überdrehen und dann hat man ganz lange was von dem Wagen. Also fahren tut er sich toll. Dadurch, dass man auch hoch sitzt in dem Auto, hat man eine tolle Übersichtlichkeit. Man kann vorne die schönen langgestreckten Kotflügel gut sehen. Also man kann ihn auch gut einparken und wenn man nach hinten guckt, ist das ähnlich. Dann verschwindet das Heck eigentlich im Nichts. Also ich sehe da gerade gar nichts außer der Kamera. Aber sag mal, ist der so richtig drauf gemacht da hinten, dein Ding? Ja, na gut. Ja, laufen tut er sehr schön. Ist natürlich eines fehlt im Auto, er hat keine Sicherheitsgurte, er hat auch keine Nackenrollen, also Kopfstützen. Ja, das war halt eben damals nicht im Thema. Wir wissen aber heute, dass es besser ist, wenn man sie hat, wenn es einen Unfall gibt. Es ist einfach sicherer. Ich weiß gar nicht, wie damals die Kopfstützen zu dem Auto ja ausgesehen haben. Ich weiß es gar nicht, ob er welche hat, aber es müsste ich mich informieren. Kann ich jetzt nicht sagen. Sicherheitsgurte gibt es, aber er hat hier eben keine. Ja, kurz mal was zu den Instrumenten. Also die sind alle original, die Instrumente. Und das könnt ihr auch, glaube ich, sehen. Befinden sich in einem absolut perfekten Zustand. Hier ist die Uhr von VDO. War ja damals der angesagte Instrumentenhersteller Nähe Frankfurt. Da hat er hier vorne Wassertemperatur und Tank. Auto verbraucht so um die 15 Liter. Dann hat er hier in der Mitte
Das Bäckerradio ist anders designt als bei Mercedes seinerzeit, ist eleganter, feiner, edler, aber das ist das richtige Bäckerradio, was da auch reingehört. Und hier unten hat er dann die Heizungsanlage, kalt, warm, naja und so weiter, was es halt braucht. Und hier dann rechts auf der rechten Seite den Hebel für die Viergangschaltung. Also laufen tut das schön, lenkt sich hervorragend und ich sage mal, das Gute in dem Fall ist hier wirklich, das Auto war bei einer absoluten Referenzadresse in Würzburg. Wer sich ein bisschen auskennt mit BMW, der weiß, wer da ist. Das ist ein Kollege, den ich sehr schätze, weil er hervorragende Arbeit macht. Da kannte ich seinen Vater noch, da wusste man immer, wenn da der Wagen vor allen Dingen bei der Marke BMW gewesen ist, dann kauft man ein gutes Auto. Und das ist hier belegt und es hat halt eben insgesamt leider doch eine Menge Geld gekostet. Aber deswegen ist unser Auto ja auch wirklich gut. Ja, BMW 503 ist 1955 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt worden. Da gab es übrigens letztes Jahr die letzte IAA in Frankfurt. Jetzt machen sie es hier in München. Ich bin gespannt, was das wird. Oder ich glaube, letztes Jahr war sogar schon München. Jetzt haben wir ja das Jahr 2023, also wird jetzt zum zweiten Mal in München stattfinden. Ja, und die Marke BMW gehört ja, ist eine bayerische Marke. Gehört sicherlich zu einem absoluten deutschen Vorzeigeunternehmen. Und das ist dann immer so, wenn die aktuellen Companies eine gute Markenpolitik betreiben, dann sind auch die Fahrzeuge, die sie verkaufen, viel wert. Die Oldtimer, das meine ich damit. Ne? Im zweiten Gang, da muss man so ein bisschen sich Zeit lassen, dann geht er auch rein. Ja, das Schöne ist, wir haben das Auto von einem Ehepaar bekommen, die den Wagen jetzt erst in zweiter deutscher Hand haben. Das ist natürlich toll und die wohnen gar nicht so weit von uns weg, ungefähr 50 Kilometer. Und die sind bei schönstem Wetter, bei Sonne mit dem Wagen auf Achse gekommen und haben das richtig bedauert, haben gesagt, gut, wir haben ein paar Autos zu viel, den bewegen wir verhältnismäßig wenig, den geben wir jetzt ab. Aber halt eben wie alle die Autos aus der Hand, ich habe schon mehrere Fahrzeuge bekommen, die waren immer in einem exzellenten Zustand. Und das kann man für das Auto ja auch sagen. Also wie hier das Spaltmaß sitzt und wie das auch alles passt, auch im Detail, das ist schon wirklich gut. Also man bekommt Autos dieser Qualität, ich sage mal jedes 10. Auto, wenn überhaupt. Das ist halt eben beim Oldtimer, die gewinnen in der Regel bis heute an Wert, insgesamt nach wie vor stabil, definitiv. Aber es kann halt mal was kaputt gehen, das muss man wissen. Und wenn da was zu restaurieren ist, dann kostet es einfach Geld. Ja, das gehört dazu, sonst darf man sich einen Oldtimer nicht kaufen. Ja. Also schön an dem Auto ist, dass er sehr, sehr viele originale Details hat. Guckt euch mal den Spiegel an hier vorne. Das ist der originale Chromspiegel von 1956. Und das ist alles noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass der Wagen teilweise Jahrzehnte stillgelegt war, aber immer in der gleichen Familie. Man muss sich mal vorstellen, 60 Jahre in der gleichen Familienhand, das ist schon eine Besonderheit. Und das Auto muss immer sehr, sehr gut gelagert gewesen sein. Deswegen sind die ganzen Details hier, schaut mal hier, überall noch in einem exzellenten Zustand. Das Armaturenbrett beispielsweise ist auch noch das originale Leder, was wir haben. Hier vorne ist die Lüftung, sind die Klappen für die Belüftung, für die Frontscheibe. Also das zeigt sich alles im tollen Zustand. Übrigens hier, er hat hydraulische Fensterheber. Schaut mal hier vorne, 4 Stück. Und das ist auch toll, wenn es da jetzt nur Kurbeln gäbe zum Drehen, dann kommst du da hinten auf der anderen Seite gar nicht ran. Also Auto der Extraklasse. Wirklich alle Extras damals, die zu der Zeit verfügbar waren. Scheibenbremsen hat er noch keine, das gab es erst später, also nicht immer beim 503, hier sind noch Trommeln. Aber wenn die technisch und im guten Zustand, und das ist ja hier alles revidiert worden, ist das natürlich toll. Also Trommeln gehen natürlich mal fest. Wenn so ein Wagen 25 Jahre steht, muss das halt gemacht werden. Aber es ist das Gute zu wissen beim Kauf dieses BMW, diese ganzen Dinge technisch sind alle gemacht worden und wir haben die Belege eines Top-Betriebes. Ja, für den ich mich wirklich, wo ich wirklich sagen kann, super Firma, Jahrzehnte am Markt, die wissen genau, was sie machen, aber es kostet halt sein Geld, das geht halt nicht anders. Ja, das ist eine wunderschöne bayerische Landstraße hier. Das ist der Ort Törwang. Hier gibt es einen Entenwirt, hier kann man herrlich essen. Und das ist natürlich für Ausfahrt mit einem BMW 503, da fühlt er sich richtig zu Hause, der Wagen. Er ist ja auch zeitlebens immer in Deutschland gelaufen. Hier gehört sein Auto hin, hier ist er geboren. München ist so, von hier 65 Kilometer weiter ist das ja nicht. Ja.
Ja, BMW 503 in der alpenländischen Landschaft, herrlich. Also wir haben hier so eine alte Panzerstraße, toll gefedert auch der Wagen übrigens, ganz, ganz toll gefedert, schlägt nirgendwo was durch oder so, weil hier sind ja auch, glaube ich, die Achsen revidiert worden, das ist ja echt alles gemacht worden. Autos waren damals viel besser gefedert als heutzutage. Wenn man ein modernes Auto hier runterfährt, da knallt und kracht das, macht er hier überhaupt nicht. So, dann rollen wir jetzt einfach mal mitten da vorne hin, würde ich sagen, oder? Ja, da was so erhöht ist, ja. Hier? Hier so, ja. Ja, kann man doch lassen. Hier ist auch ganz toll. Guck mal hier, wie schön das hier ist. Back to the roots. Ein Bayer zu Hause. Ja, also hier ist alles ein bisschen exklusiver. Die gesamte Tür ist aus Originalleder. Guck mal, also selbst diese schweren Griffe, die haben das damals höchstwertig gemacht. Dann hier vorne die Schlaufen. Hier kann man, das ist so ein Ablagefach, gleich 2 davon, hier vorne auch nochmal. Und das ist alles in einem super Zustand. Das ist das erste Leder noch. Das ist nirgends kaputt. Schaut euch das mal an. Das ist ganz, ganz selten bei so einem Wagen erstes Leder zu haben. Hätte der jetzt neues Leder, wäre der Charme weg. Das ist halt das Tolle bei Original. Deswegen finde ich das immer, es gibt natürlich auch Autos, die top restauriert sind. Auch toll, gar keine Frage. Aber so Original, das ist dann immer noch mal, so war es mal. Übrigens, der Griff, der bricht gar nicht. Hier, schaut mal hier. Das ist der originale Griff, wie das Material sich verändert im Laufe der Jahrzehnte. Aber ich finde, der lebt, der erzählt eine Geschichte. Hier vorne übrigens Armaturen, Handschuhfach, auch sehr, sehr schwer alles. Also Wagen wiegt auch logischerweise was. Hier das große Schiebedach und hier vorne haben wir die in Leder gebundenen Sonnenblenden, auch gut. Ja, hier oben die Kurbel fürs Schiebedach. So, dann steige ich mal aus. Ne? So, schaut euch das mal an. Nee, geht nicht mehr. Doch. Geräuschlos ist nur rückwärts. Andersrum. Jetzt machen wir mal, wie geräuschlos die sind, weil hoch ist laut. Ist toll. Hydraulische Fensterheber funktionieren auch alle. Ja, dann schaut euch bitte mal die ganze Silhouette dieses Autos an. BMW 503 Coupé von 1956. Die sind bis 1959 gebaut worden. Das sind übrigens Radkappen, das sind keine originalen Zentralverschlüsse, die hat es aber gegeben. Das gab es auch. Die sind dann noch ein bisschen teurer, wenn man originale Zentralverschlüsse drauf hat. Ich glaube, die kosten 25.000 €. Aber schaut euch mal diese wunderschöne Linie an. Ich bin ja der Meinung, der Wagen in der Farbkonstellation, absolut klasse. In Creme Beige, das ist sogar leicht zweifarbig abgesetzt, nicht? Ach, jetzt sehe ich das hier erst. Schaut euch das mal, das ist ja vollkommen irre hier. Das ist eine zweifarbig, ganz dezente Zweifarbigkeit. Das ist so ein ganz lichtes Hellgrau. Und hier unten ist er Creme Beige und hat innen das rote originale Leder. Also, wie gesagt, ich habe schon sehr, sehr viele 503 BMW gesehen, aber dieser hier, meine ich, der toppt alles. Das könnt ihr auch sehen. Schaut euch das mal an, hier, wie der hier gearbeitet ist. Also normalerweise ist das immer hier eine kritische Stelle von diesen Autos, aber schaut euch das mal an. Da sollte Paul mal mit der Kamera mal langsam rübergehen. Guckt mal hier, wie exzellent das alles aussieht, auch wie die Haube da vorne drin sitzt. Das ist alles immer gerade beim 503 ein bisschen problematisch. Wie gesagt, Aluminiumkarosserie, aber guck mal hier. Auch der Lackauftrag ist allererste Klasse. Also das ist völlig egal, ob man sich hier die BMW-Niere anschaut, hier vorne, oder das Logo. Das ist wirklich, wenn ich es nicht besser wüsste, fast wie ein Jahreswagen. Und ich meine, dass die Farbe diesem Auto wirklich richtig gut steht. Das sieht sehr, sehr fein und sehr, sehr exquisit und edel aus. Sehr, sehr edles Auto. Also sei auch mal gezeigt, guck mal hier, Michelin-Reifen, das teuerste, was es gibt, war damals auch drauf und man hat sich die wieder besorgt und drauf gemacht, die es damals auch hatte. Ich meine, das Tolle bei dem Wagen ist, man hat hier nicht auf Kosten geachtet. Man hat einfach gemacht und man hat gesagt, das Beste ist gerade gut genug. Und das sieht man bei dem Auto wirklich an jedem Detail. Ich mache euch jetzt mal die Maschine auf. Das heißt hier vorne die Motorhaube. Da ist ein Hebel links an der Seite. Haube geht nach vorne auf. Einmal drunter geschaut und da ist die V8-Maschine. Hier vorne ist der Kasten fürs Werkzeug. Ich gehe mal davon aus, dass das auch vollständig ist. Ach Mensch, nee, das müssen wir jetzt mal schneiden, weil das doch, hier ist alles perfekt drin. Guck mal hier. Vollständig. Ja. Ach du, das ist ja wieder. Nee, hat keinen Sinn jetzt.
So, ist ein bisschen gefummelt, ja. So, jetzt ist er zu. Der Originaldeckel von damals. Ja, 2 Vergaser haben gebracht 140 PS, haben verbraucht im Schnitt 15 Liter. Wenn man hier im Detail guckt, jede Schraube ist neu. Also da ist wirklich alles gemacht worden. Und ja, deswegen hat das auch richtig Geld gekostet. Also auch eine sehr, sehr aufwendige Karosserie. Und es ist, also ich habe ganz wenige Autos, wo man wirklich sagen kann, dass sie wirklich toll sind. Das ist ganz selten beim 503. Schau mal hier, man hört das schon, wie die zugeht. Wump. Und sitzt perfekt. Chrom ist neuwertig bei dem Auto, haben wir schon gezeigt. Die gesamten Lampeneinfassungen. Ja, wunderschöner Wagen. Und das erste Leder. Es sei vielleicht auch mal ein Schwenk kurz auf die Rückbank erlaubt. Schaut euch das mal an. Das ist das originale Leder von dem Wagen. Das ist doch wundervoll. Also ich finde das total schön. Ist so alt geworden. Immer noch in dem Zustand, über 60 Jahre. Ich zeige euch jetzt mal die Akte zum Auto. Die haben wir hier vorne. Denn alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist auch dokumentiert. Die Akte ist 3 cm dick. Und was eigentlich toll ist bei dem Wagen, hier ist noch der Original-Kaufvertrag. Das haben wir auch ziemlich selten. Schaut mal hier. Kriege ich jetzt nicht ganz raus. Das Original aus der Zeit damals. Schaut mal hier. Also daran kann Bayerische Motorenwerke AG München, Lerchenauer Straße. Daran kann man eben auch sehen, wer wem wann was gehört hat. Hier sind sämtliche Rechnungsbelege, Gutachten. Also das alles dabei. Übrigens der Wiederbeschaffungswert von dem Auto liegt bei über 500.000 €. Was einfach damit zu tun hat, da ist so viel investiert worden, das ist so aufwendig und dann kostet das halt eben so viel Geld. Ja, schaut euch den Wagen an. Wie ich meine, absolut erste Klasse. Auch gut zu erkennen an der Fläche der Karosserie. Wenn Paul mal so an der Seite lang filmt, sieht man das, wie das alles sitzt und passt. Das ist bei dem Auto wirklich einmalig. So, hier ist noch die Betriebsanleitung von damals. BMW 503 in dunkelgrün, 8-Zylinder-Motor, 3,2 Liter Hubraum, Gutachten. Das ist alles vorhanden zu dem Auto. Ja, vielleicht noch mal ein kleines Detail zu den Rückleuchten. Auch die sind original und ganz, ganz schwer zu bekommen. Die gehen nämlich meistens kaputt. Und könnt ihr dieses ganz besondere Gummi sehen hier? Das sind die 503-Leuchten. So haben die auszusehen, nicht anders. Also nicht etwa in schwarz oder hellgrau, sondern so. Und das sieht so schön toll, authentisch alt aus, ist nicht kaputt, ist aber original und Zustand einfach top. So gehört, das ist mir immer wieder aufgefallen. Auch beim BMW 507, die haben diese ganz eigentümlichen Gummieinfassungen. Gibt es normalerweise sonst so nicht und mit Schwarz wird das gar nicht richtig aussehen. Ja, ist einfach ein wunderschönes Auto. Er wollte die Oma fotografieren. Na egal. Ja, mit dem BMW V8 auf großer Fahrt macht Spaß. Vor allen Dingen hat er einen tollen Sound, der Wagen. Der bollert schön tief. Hat einen super Sound, wie es ein amerikanischer V8 beinahe. Ist aber ein deutscher V8. Und war, wie gesagt, in den 50er Jahren hatte das Auto ein totales Alleinstellungsmerkmal. Bei Mercedes sind zu der Zeit nur 6-Zylinder-Maschinen gebaut worden. Das waren zwar tolle Motoren mit Riesenpower, aber den einzigen 8-Zylinder aus Aluminium hatte ja unser BMW. Das ist übrigens die Maschine, die dann später auch mit leichter Abwandlung in der 3,2 Liter Version des V8 BMW, der Limousine, der viertürigen, seine Verwendung fand. Und das ist ja gebaut worden, ich glaube bis 1964 ungefähr. Und dann hat bei BMW eine neue Zeitrechnung begonnen. Da war mit diesen ganzen barocken Formen aus den 50er Jahren eigentlich Schluss.
läuft das schön geradeaus, ne? Ja. Läuft herrlich geradeaus. Also zu fahren ist der sehr bequem, sehr komfortabel, macht Spaß das Auto, hat gute Sitze, gut geformte Sitze, haben guten Seitenhalt, man rutscht nicht hin und her. Also man merkt, dass das Auto ein wirkliches Sportcoupé ist. Sehr angenehm zu fahren, bewegt sich gut. Übrigens vielleicht noch mal eine Information für unsere Zuschauer die ganze Zeit. Wir sind in der Suche und noch auf der Suche hier im Süden nach einem zusätzlichen Betrieb, weil wir einfach etwas mehr Platz brauchen. Also ich sag mal, wer im Landkreis Rosenheim oder im Umland oder ich sag mal bis nach München und bis ins Allgäu vielleicht sogar noch eine Fläche hat für Cargold. Wir brauchen Lagerfläche, wir haben viele tolle Autos im Angebot, wir bekommen zum Teil auch Sammlungen angeboten. Da sind also hier in Rosenheim haben wir jetzt 2 Betriebe, aber wir sind relativ voll, also da suchen wir noch nach was. Und wer im Süden auch Lust hat, noch für uns zu arbeiten oder mit uns zusammenzuarbeiten, Menschen, Leute, die Freude am Auto haben, Freude an der Bewegung, Freude an der Freiheit, der soll sich bitte bei uns melden. Wir haben, denke ich, einen sehr, sehr interessanten, schönen Beruf mit sehr viel Abwechslung. Wir reisen viel, wir sind viel unterwegs, wir haben jeden Tag neue, tolle Autos wie diesen hier. Und das macht einfach Spaß. Und dann guckt man auch nicht auf die Uhr, ob die Zeit dann rumgeht. Meistens ist es so, um 7 Uhr guckt man abends und sagt, mein Gott, die Zeit ist schon wieder rumgegangen, weil wir einfach so viel zu tun haben. Wir haben gerade durch unsere YouTube-Filme sehr viel internationale Verbindungen aufbauen können, die wir in dieser Dimension, in diesem Umfang vorher nicht gehabt haben. Also es ist immer spannender geworden bei Cargold. Und wohlgemerkt, also wir brauchen noch, wir wollen das hier so ein bisschen unterteilen, wir brauchen noch eine schöne, große, tolle Halle oder ein großes Grundstück, wo man bauen kann. Irgendwo in Oberbayern oder im angrenzenden Allgäu, das wäre interessant für uns. Ja, jetzt sind wir mit dem Auto mal ein bisschen weitergefahren, weil wir haben uns gesagt, der Herr kommt aus Bayern, also müssen wir die schönste Ecke von Bayern zeigen. Wir waren am Samer Berg. Jetzt haben wir ein E-Auto hier vorne, das anfängt zu brennen. Nee, das ist ein Honda. Also wir sind hier mit unserem Benzin V8 ungefähr 30 Kilometer gefahren. Auto ist toll gelaufen. Ich muss auch sagen, ich habe das richtig genossen eben. Es war total entschleunigend, entspannend für mich. Ja, und wir werden die Filme weitermachen, auch wenn wir ab und zu mal sehen, da kommen mitunter auch mal böse Kommentare. Was das eigentlich soll, weiß ich gar nicht. Wir sind wirklich guter Dinge, uns macht das Spaß hier und wir freuen uns über jeden Freund unseres Hauses, der uns dabei unterstützt, der Freude am Leben hat, der Freude an der Mobilität hat. Wir haben das, wir machen weiter. Und solange ihr uns gute Kommentare schreibt, begeistert weiter uns hohe Klicks liefert, das habe ich ja damals gar nicht beabsichtigt, hat sich jetzt so ergeben, da freuen wir uns wirklich und das bringt uns die Motivation, genauso weiterzumachen. Ja, also, ich wünsche euch alles Gute. Ich sage Tschüss aus Oberbayern, da ist wieder Beuerberg, das kennt ihr ja, wo die schönen Autos zu Hause sind. Bis zum nächsten Film, euer Stefan und ciao.